Okay, looking into some passages as well. We cannot go through the whole book, obviously. Wir wollen uns auch ein paar Abschnitte anschauen. Wir werden nicht das ganze Buch anschauen können, ist klar. When we look at the story where Jericho is taken, Wenn wir uns die Geschichte anschauen, wo Jericho eingenommen wird, and Ai is not taken at first, Ai nicht so wirklich, we can notice one thing, which is back here. kann uns etwas auffallen. There are basically 3 chapters covering 2 cities, Es sind 3 Kapitel, die 2 Städte abdecken. and the rest, everything where they take the land is basically summarized. Und alles andere, wo sie das Land einnehmen, wird einfach zusammengefasst. So when you see that in a book, it usually means they want to show you what you can learn from these stories. Wenn man das in einem Buch so zeigt, dann wollen sie normalerweise aufzeigen, was man lernen kann aus den Geschichten. We have then a summary of the south, a summary in the north, and so on. Wir haben eine Zusammenfassung aus dem Süden, aus dem Norden und so weiter. But 2 cities are singled out. Aber 2 Städte werden so herausgehoben. One, it works, one, it doesn't. Bei einer klappt es, bei der anderen nicht. And that is how this book here illustrates the principle of obedience brings blessing, disobedience brings curse. Und das ist, wie dieses Buch veranschaulicht, dass Gehorsam Segen bringt und Ungehorsam Fluch. They single out 2 stories to illustrate that principle. Sie heben 2 Geschichten heraus, um dieses Prinzip zu veranschaulichen. So that in studying books, when you see something like this usually means it's important why they made it this way. Wenn du Bücher studierst, dann ist es normalerweise wichtig zu bemerken, warum sie es so arrangiert haben. Okay. So you can learn from it. That's where the teaching sits. Da kann man daraus lernen, da ist die Lehre. The teaching does not really sit in the list of names, Die Lehre ist dann nicht wirklich in der Namensliste vorhanden. except that the whole list may teach something about the faithfulness of God. That's usually what lists do. Außer, dass die ganze Liste etwas aussagt über Gottes Treue. Das tun Listen normalerweise. At least in the Old Testament, where they list locations. Zumindest im Alten Testament, wenn man so Orte aufführt. Okay, but here we have part of the purpose of the book. Aber hier haben wir einen Teil der Absicht des Buches. Now, where you always find teaching or purpose of a book is in the speeches that are recorded. Wo man immer eine Absicht des Buches finden kann, ist in Reden, die aufgezeichnet werden. Either in Old or New Testament. Im Alten oder Neuen Testament. When you have a speech, usually the author thought well about how to formulate this, Wenn du eine Rede findest, hat der Autor normalerweise gut darüber nachgedacht, wie er das formuliert. because quite often they will probably not remember every word as it was said, Vermutlich erinnern die sich nicht an jedes Wort, wie es gesagt wurde. but what was the message and what was important, they will remember. Aber die Essenz der Botschaft, was wichtig war, an das erinnert man sich. And they would write it down because they think it's important for the reader. Und or das the hearer. schreibt man auf, weil man davon ausgeht, dass es für den Hörer wichtig ist. So we find important issues quite often in the speeches in books. Wir finden wichtige Themen ganz oft in den Reden, die in Büchern enthalten sind. And here at the end we have some speeches, Hier am Ende haben wir einige Reden. which is basically the theological wrapping up of the whole story. Und das ist so das Theologische in den Sack zubinden. We have a written kind of speech at the summary of the cities of the Levites. Wir haben eine geschriebene Rede bei der Zusammenfassung So- der Städte der Leviten. It's staying or stating that the Lord really gave rest for the people. Und da wird ausgesagt, dass Gott seinem Volk wirklich Ruhe gab. And that is part of the key statement of the whole book. Und das ist ein Teil der Schlüsselaussage des Buches. Okay, so these things help really to understand. Diese Dinge helfen wirklich zu verstehen. So looking at Jericho, we realize they did everything step by step perfectly as God said. Wir schauen uns Jericho an und wir sehen, sie haben wirklich Schritt für Schritt Gottes Anweisungen befolgt. And we have the whole story there, Wir haben die ganze Geschichte dort, but it ends on a rather bad tone. aber es endet mit so einer etwas negativen Note. And the bad tone is in the first couple of verses in chapter, the first verse in chapter 7. Das ist der erste Vers in Kapitel 7. It says, "But the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things." Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Now, God
ordained or told them, you have to destroy everything. Gott hat ihnen gesagt, ihr sollt alles zerstören. Which is weird to us, we will get to it in a moment. Das ist ein bisschen seltsam für uns, da kommen wir auch noch You zu. destroy the city, you destroy the people, you destroy the animals, Ihr everything. zerstört die Stadt, die Menschen, die Tiere, alles. Okay, that's challenging, but God told them to do it. Das ist herausfordernd, aber Gott hat ihnen gesagt, sie sollen es machen. And they didn't do it. Und das haben sie nicht. So what God decided that has to be removed, they thought, I can keep some. Die Dinge, von denen Gott beschlossen hat, dass sie entfernt werden sollen, davon haben sie gesagt, ja, ein bisschen können wir behalten. Now, what happened is, it says the Israelites acted unfaithfully. Was es hier heißt, ist, die Israeliten vergriffen sich an dem Geband. And then it says, because Achan, son of Carmi, the son of Zimri, and so on, took some of them, of the banned things. Weil es heißt, Achan, der Sohn Karmis, der Sohn Sablis, der Sohn Seras und so weiter, nahm etwas. So basically, one guy disobeyed, and therefore all of Israel sinned. Also grundsätzlich ein Typ war ungehorsam und darum heißt es, ganz Israel versündigte sich. Okay, that is a strange concept for us who are rather individualistic in our approach. Auch das ist ein seltsames Konzept für uns, weil wir ja eine eher individualistische Herangehensweise They haben. are a people group who enter the land, Sie sind eine Volksgruppe, die in ein Land kommt and if one guy goes wrong, it affects the whole people group. und wenn ein Typ daneben liegt, beeinflusst das die ganze Gruppe. Now, this is right at the beginning when they enter the land. Das ist gerade am Anfang, als sie ins Land kommen. So it's before they even really started, something goes wrong. Bevor sie überhaupt richtig losgelegt haben, läuft schon was schief. And therefore God will punish severely what went wrong. Und darum straft Gott sehr ernsthaft das, was daneben, was falsch läuft. Now, before God sorts it out, they try and get into Ai. Bevor Gott sich um die Angelegenheit kümmert, versuchen sie ja noch Ai einzunehmen. They send spies there. Schicken Spione. They actually do as they know how to do it. Sie machen das, was sie gelernt haben oder wissen, wie es geht. We could say they follow the routine, although it's not really a routine yet. Also man kann sagen, die folgen der Routine, wobei so viel Routine ist es ja auch noch nicht. And then it goes wrong. Und dann läuft es schief. If in verses, I use another text than I had in my paper, so verses 4, 3,000, 4 and 5. 3,000 people went up, and they are chased out, and they are beaten basically. Also Vers 4 und 5, 3000 zogen gegen Ai und dann flohen sie und wurden geschlagen. And 36 were killed. Und 36 wurden erschlagen. Now, when we read it, we think, well, 36 of 3,000, that's not too bad. Wenn wir das lesen, denken wir, naja, 36 von 3000 können schlimmer sein. Now, the problem is not the numbers, the problem is they were beaten. Das Problem ist nicht, wie wenig oder viel das waren, sondern dass sie They geschlagen had the wurden. promise God would give them everything, and now they were beaten. Sie hatten die Verheißung, dass Gott ihnen alles gibt. And und the jetzt wurden sie reaction geschlagen. of Joshua is, he repents, he tears his clothes, he prays the whole day. Und die Reaktion von Josua ist, er tut Buße, er zerreißt seine Kleider, er betet den ganzen Tag. He is, putting ashes on his head, which was a normal expression of repentance and imploring from God. Er wirft Asche und Staub auf sein Haupt, das war ein üblicher Ausdruck von Buße. And then when you look at what Joshua says in verse 7, Wenn man dann schaut, was Josua in Vers 7 sagt, "Oh, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us?" ach Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? Chapter earlier, "We will go in 3 days across the Jordan, get ready, we'll do it." Ein Kapitel vorher, hey, in 3 Tagen ziehen wir über den Jordan und dann legen wir los und macht euch parat. And now everything is lost. Und jetzt alles in die Hose. So, Joshua is devastated. Als Josua ist am Boden He zerstört. didn't expect it. Das hat er nicht erwartet. And he has nothing at the moment to trust in. Und er hat nichts in diesem Augenblick, auf das er sich verlassen oder auf das er vertrauen kann. What can I say that the Israelites have been routed by its enemies? Ach ja, was soll ich denn sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Everybody will hear about it, that's how he continues. Alle werden davon hören, so macht er weiter.
and wipe out our name from the earth. Und sie werden unseren Namen von der Erde vertilgen. And then at least at the end he says, what then will you do for your own great name? Und am Schluss sagt er noch, ja Herr, was willst du denn für deinen großen Namen He tun? kind of knows where the problem has to be corrected, up there. Er weiß ja irgendwie, wo das Problem gelöst werden muss, nämlich da oben. And I love God's answer. I really love it. Und ich liebe Gottes Antwort. Ich liebe die wirklich. The Lord said to Joshua, stand up, what are you doing down on your knees? Josua sagt, steh auf, warum liegst du denn da auf Hey, deinem come Angesicht? on, you guys did wrong. I told you what happens when you do it. Ich meine, ihr habt es falsch gemacht, ich habe euch ja gesagt, was dann passiert. Don't pray, act. Bet nicht, mach was. Okay, that's the point here. Das ist hier der Punkt. So he already knows the answer, but he didn't see it. Er kennt die Antwort schon, aber er hat sie noch nicht gesehen. And God had to remind him where the problem is, and then he acted. Und Gott muss ihn erinnern, wo das Problem liegt, und dann kann er was machen. Sometimes I'm not really a good counselor, you know. Ich bin nicht so ein guter Seelsorger. Yeah, but being in YWAM for well over 30 years, sometimes you sit with people and you try and help. Aber wenn du über 30 Jahre in E-Mail bist, dann sitzt du halt manchmal mit Leuten zusammen und versuchst zu helfen. And I never liked that, Und das hat mir nie so gefallen. because I sometimes give answers like this. Denn ich gebe manchmal solche Antworten. And I say, why are you doing this? Why don't you do that and that? And then it works. Und ich sage, wieso machst du das? Und wieso machst du nicht das und das? And Dann I geht's doch. don't go there and say, oh, you poor guy and all that. Und ich gehe nicht so, ach du armes Kätzchen. Okay, I know that this is not counseling only, Ich weiß, das ist nicht nur Seelsorge. but sometimes you really need to take people into your arms and so on, Manchmal muss man auch Leute umarmen, and that's not really my thing. aber das ist nicht so mein Ding. Okay, so that's why I like this answer so much. Darum mag ich diese Antwort hier. God says, hey, don't go on your knees, act right, and then it works. Gott sagt jetzt, hör auf hier rumzubeten, sondern mach And was. that's what they do. Und das machen sie. So, the whole day Joshua was praying. Den ganzen Tag über hat Josua gebetet. Next, in the evening it says, next day we will meet and we will sort it out. Somebody has taken from the band things. Und dann heißt es am Abend, okay, morgen treffen wir uns und dann klären wir, irgendjemand hat hier was genommen. Get ready for that. Bereitet euch darauf vor. Next day they have a whole system of figuring out who it is by throwing the lot all the time. Am nächsten Tag haben sie ein ganzes System, wie sie rausfinden, wer es war, indem sie immer wieder das loswerfen. And in the end it's Achan. Und am Schluss ist es Achan. Okay. And then poor Achan is being killed. Und dann wird der arme Achan umgebracht. Okay, that's usually what I hear when we read this passage. Das ist oft, was ich höre, wenn wir den Abschnitt lesen. He had 2 days time to sort it out. Der hatte 2 Tage, um das zu klären. He was responsible that 36 guys got killed. Er war verantwortlich, dass 36 Typen umgekommen sind. He messed up the whole faith of the people, including Joshua. Er hat den Glauben des ganzen Volkes ins Wanken gebracht, With Josua his eingeschlossen, behavior. mit seinem Verhalten. He's not that poor Achan. Das ist nicht so ein armer Tropf. Okay? He hid things in his tent. Der hat Sachen in seinem Zelt versteckt. It says it's silver and gold. Together it's about 3 kilo. That's not so big. Silber und Gold, 3 Kilo, ist nicht so groß. And a whole mantle or a garment. Und ganzen Umhang. That's a bit bigger. Das ist schon ein bisschen größer. If you want to hide it in your tent underneath the stuff, you have to first move things out, dig a hole, move things back. Wenn du den Kram in deinem Zelt unter deinem Zeugs verstecken willst, dann musst du das Zeugs ausschleppen, ein Loch buddeln, rein und wieder alles rein. His family certainly knew. Seine Familie wusste ganz sicher Bescheid. Nobody reacted. Und niemand hat was gesagt. We don't see it because it's not in the text. Wir sehen das nicht, weil es nicht explizit im Text The steht. situation is not so black and white as it sometimes comes across. Oh, poor Achan. Also die Situation ist nicht ganz so schwarz-weiß, wie das erscheint, auch der arme Achan. He did wrong and he was willing to cover it up. Er hat was Falsches gemacht und er war bereit, diese And his basic auszusetzen. motivation was greed. Und seine grundlegende Motivation war Gier. And the basic problem of Israel throughout the history, you can always trace back to greed. Und das grundlegende Problem von Israel, die Geschichte hindurch, kannst du immer wieder auf Gier zurückführen. So God knew he has to sort out this problem quite severely right at the beginning. Und Gott wusste, er muss das Problem hier wirklich bei der Wurzel packen. I'm pretty certain if God would have another option than having Achan killed, I think he would have chosen it. Ich bin ziemlich sicher, wenn Gott eine andere Möglichkeit gehabt hätte, als Achan töten zu lassen, And that hätte er es includes gemacht. Achan, all his goods, and his family, everything. Und das schließt Achan seine Güter und seine Familie und alles But ein. God had to teach the Israelites a lesson. Aber Gott musste
dem Volk eine Lektion, And that is muss that ihm beibringen. a holy God cannot tolerate banned or things that is devoted for destruction. Und das heißt, ein heiliger Gott kann nicht Dinge tolerieren, die zerstört werden sollen. Because if he lets the mantle and the gold and silver slip, Denn wenn er den Mantel und das Gold und Silber durchgehen lässt, what happens next time? was passiert beim nächsten And Mal? what next? Und danach. And we know it when we read on in the Bible. Und wir wissen das ja, wenn wir It's weiterlesen. going in the wrong direction. Das geht voll So, schwach ab. it is a very severe punishment, Das ist eine ernste Strafe. but it is also a very critical situation. Aber es ist auch ein ganz kritischer Moment. So, I would not be willing to do that. Ich wäre nicht bereit, das zu tun. That's probably the reason why I'm not God. Darum bin ich auch nicht Gott. But God had to teach His people. Aber Gott musste sein Volk lehren. These two stories teach the people that they are relating to a holy God. Diese zwei Geschichten bringen dem Volk bei, dass sie mit einem heiligen Gott in Beziehung And sind. ultimately God knew that man will never sort that out completely. Und Gott wusste auch, dass die Menschen das Problem nie komplett And beseitigen that's werden. why He showed them that it needs a severe punishment for sin, and He is willing to pay it Himself. But that happened much later. Und darum zeigte er ihm, dass die Sünde eine wirklich ernsthafte Strafe braucht und dass er auch bereit ist, die selber zu zahlen. Aber das hat er erst später gezeigt. So the whole story is a little bit also foreshadowing what Christ did on behalf of human beings. Und die ganze Geschichte schattet voraus etwas von dem, was Christus bereit ist für die Menschen zu tun. There is no way that unholy things or people go into the presence of God. Es gibt keine Art, wie unheilige Dinge in Gottes Gegenwart kommen können. And therefore somebody has to provide the means that whatever is unholy can become holy, and that's only in Christ. Und irgendjemand muss den Weg bereit machen, dass unheilige Dinge heilig werden können, und das ist Christus. You remember did I show you the circle yesterday? I was teaching in various places the last week, so. Ich habe an verschiedenen Orten gelehrt letzte Woche. So God knows where He's going, Gott weiß, wo er hingeht. and He knows if I don't correct that now, Und er weiß, we wenn ich will not be there. das nicht jetzt korrigiere, kommen wir nicht dahin. So sometimes He has to take up severe means. Und manchmal muss er zu krassen Mitteln greifen. Okay? So that's what we see in the first story with Jericho going well and Ai with the problems. Das sehen wir in der ersten Geschichte, wo es bei Jericho gut läuft und dann Probleme in Ai. They do take Ai right afterwards, and it works well. Danach nehmen sie Ai ein und es klappt gut. Basically, then the story can develop into other issues. Und dann kann die Geschichte sich anderen Themen widmen. And the other issue is first this Mount Ebal and Gerizim. Und das andere Thema ist zunächst mal der Berg Gerizim und Ebal. And we have seen before that the mountains are right at Shechem, Wir haben gesehen, die Berge sind gerade um Shechem herum. which in the New Testament is called Sichem. Sichem im Neuen Testament. So it's still around. Also es gibt es noch. And for a while, Samaria was the capital of the northern kingdom, so it was near the capital. Also für eine Weile war ja Samaria die Hauptstadt des Nordreiches. Das war also in der So Nähe der it's in the Hauptstadt. center of the northern part. Im Zentrum des nördlichen Gebietes. Now, what did they do? Was haben sie gemacht? God told Moses that when they come into the land, they should call out the law, or basically chapter 28, over the people. Gott hat gesagt, wenn sie ins Land kommen, sollen sie das Gesetz, oder 5. Mose 28, Ja. ausrufen über dem Volk. So Deuteronomy 28, sorry, I missed the book. Okay, now, this is Mount Ebal, this is Mount Gerizim, Ebal und das ist Gerizim. and that's Shechem today. Und dort unten sehen wir das heutige Sichem. Okay, so if we look at that again, that's how high these hills are. Not extremely high. So hoch sind diese Berge, nicht so hoch für den Schweizer. So if you gather the people down here, Wenn man die Leute hier unten versammelt, yeah, they're not suitable for skiing, obviously. also Skien kann man nicht. Okay, so if you have the people down here, you can go up here and call out from either side, Also wenn das Volk and it works. unten steht, dann kann man da den Hang rauflaufen und herunterrufen von beiden Seiten und das kann man hören. And this is how it looks like when you use Google Maps, although it looks a bit steep to me on that one. So sieht es mit Google Maps aus, für meine Augen noch etwas zu steil. But it's an ideal arena, that's from the side, so you see like
really ideal arena. Aber es ist eine ideale Arena, wenn man sich das so ansieht. So they had a place where they could identify that they want and have to obey the law. Also sie hatten einen Ort, wo sie identifizieren konnten, dass sie dem Gesetz folgen wollten. Now, why would they do that? Warum würden die das so machen? My conclusion is it's a reminder and a very good one. Meine Schlussfolgerung ist, das ist einfach eine sehr gute Erinnerungsstütze. When you travel in these areas, you would always walk through here. Wenn du in diesem Gebiet reist, dann kommst du da immer vorbei. Except in the New Testament, they tried to go through the Jordan Valley because they hated each other. Außer im Neuen Testament, da sind sie immer durchs Jordantal gezogen, weil sie sich so gehasst haben. But in general, you would walk on the hills. Aber normalerweise läuft man auf den Hügeln. So you would walk from Jerusalem slowly downwards towards the plains of Jezreel. Also man läuft von Jerusalem langsam hinunter in die Ebene Jezreel. And you would always come by these two mountains. Und du kommst immer an den beiden Bergen vorbei. It's a constant reminder, wow, there we committed ourselves to God. Ist eine fortwährende Erinnerung, hey, da haben wir uns an Gott hingegeben. God is helping them to remember the law by staging a play. Gott hilft ihnen, sich an das Gesetz zu erinnern, indem er quasi eine Bühne inszeniert. They are acting it out. Sie spielen das nach. And it's a reminder for them and the later generations. Und es erinnert sie und auch die folgenden You Generationen. can tell them, your children, you know, we were there in Shechem and one guy was over there, he was calling out all these blessings here and he was finished after 3 minutes. Und du kannst deinen Kindern erzählen, hey, wir waren da und da auf dem Berg stand einer und der hat den Segen ausgerufen und der war nach 3 Minuten fertig. And on the other hill, the other guy had to talk 30 minutes until he had all the curses down the list. Und auf der anderen Seite, der musste 30 Minuten lang reden, bis er all die Flüche durch hatte. Okay, so you can illustrate it to your next generation and whenever they pass by, they remember. Du kannst das für deine Kinder so veranschaulichen und wann immer die dann vorbeikommen, erinnern sie sich daran. So, and God knew that there is an enormous strength in acting out something. Gott wusste, dass da eine ungeheure Kraft in dem liegt, etwas nachzuspielen. And they celebrate Passover. Sie feiern das Passa. Why don't they just say, oh, we remember Passover, it's great. Warum sagen sie nicht einfach, okay, wir erinnern uns, dass es das Passa gab? We celebrate the Lord's Supper, or Eucharist, or whatever you call Wir it. feiern ja das Abendmahl, Eucharistie. Why don't you say, oh yeah, we remember what Jesus did, it's great. Warum sagen wir nicht einfach, okay, wir erinnern uns, was Jesus getan hat, das ist wunderbar. Because we spend time thinking about it, acting it out, and incorporating the truth that is shown in these actions. Wir verbringen Zeit daran zu denken, aber wir handeln auch und wir vergegenwärtigen und verkörpern diese Wahrheit. So we can learn from this. Und wir können daraus lernen. We can learn how to grow when we learn how to apply things and put it into practice. Wir können lernen, wie wir wachsen können, wenn wir lernen, Dinge anzuwenden. Okay. So, Timo leads or has led, I'm not sure what the schedule is, but creative DTSs. Have led, yeah. That means you do a lot with acting things out. Also Timo hat eine kreative DTS geleitet und da spielt man auch viele Dinge durch. Durchführen, ja. You try to do it in song, in music, in dance, in photography, in painting. Sei das in Liedern, in Tanzen, in Fotografie, in Malen. So you try to understand the truth of God and put it into a form where you are personally involved. Du versuchst die Wahrheit Gottes aufzunehmen und in eine Form zu geben, in der du selber beteiligt bist. And that's great. Und das ist wunderbar. You learn and you grow. Du lernst und du wächst. Sometimes people are asking me why I am teaching. Manchmal fragen mich Leute, warum lehrst du? And I say it's the best way to grow. Und ich sage, das ist die beste Art zu lernen, zu Because wachsen. first of all, you meet great people. Zunächst mal triffst du tolle Leute. And secondly, you have to prepare, so you are focused. Und zweitens, du musst dich vorbereiten, das heißt, du bist fokussiert. But what I think is the best is you always get the questions that you never think of. Aber das Tollste ist, du kriegst immer die Fragen, an die du selber nie denken And würdest. then you can learn because, oh, how do I answer this? And then you have to work. Und dann kannst du lernen, weil du denkst, hey, wie beantworte ich das? Und so wächst du. So if you want to grow as Christians, start teaching. Wenn ihr wachsen wollt als Christen, fangt an zu unterrichten. And start where you are and God will lead you where He wants you to be. Fangt da an, wo ihr seid und dann führt euch Gott dorthin, wo er euch hinhaben will. Okay, that's also
acting it out. You have to process it and put it into, in my case, words or pictures. Das ist auch, wie man es anwendet. Man verarbeitet es und dann wandelt man es in Worte und Bilder um. Okay, so that would be the first part in the book here. Das wäre der erste Teil im Buch. Evil and Chorazin, we don't need anymore. We should go on an Excursion. excursion to Israel. Ich denke, wir sollten mal Ja. einen Exkurs nach Israel machen. Amen. Yeah. There are, how is it called? Bible core course, huh? BCC. Yeah. Bible courses, core courses of YWAM, they are on location. Ich denke, es gibt Bible-Conferences, die So they vor Ort move from stattfinden one location to the other, und die sich bewegen von einem Ort an den anderen. and they invite guest speakers to visit them. Und sie laden Gastredner ein. So I'll be in Turkey in 2 weeks, Ich bin in 2 Wochen in der Türkei, first time in Turkey. zum ersten Mal. There is one disadvantage with these courses. Es ist ein Nachteil mit diesen Kursen verbunden. You never have a proper desk to work at. Du hast nie einen gescheiten Schreibtisch zum Arbeiten. You don't have a library. Du hast keine Bibliothek. And they are expensive. Und die sind sackteuer. Okay, so Sorry. Ja. Sehr teuer. okay. Now we have here summarized the other locations, and if you read the map with it, you see where it is. Wir haben dort eine Zusammenfassung der anderen Orte. Wenn du eine Karte daneben hast, siehst du immer, wo es So we ist. see south and north, Wir sehen Süden und Norden. and then a list of the conquered Canaanites. Und dann eine Liste der besiegten Kanaaniter. So we have the 2 bigger kings east and the 31 on the other Die side. beiden großen Könige östlich des Jordans und die 31 übrigen. And the question, of course, also arises, why is there so much killing and all that stuff? Und die Frage, die auch immer wieder kommt, ist natürlich, warum gibt es da so viel Blutvergießen? And I would like to answer that tomorrow, if possible, Wenn möglich, möchte ich das gerne morgen beantworten. because Judges also flows into that. Denn Richter fließt dort auch mit hinein. Okay, it's in both books. Es ist in beiden Büchern. And we do find some reasons that may help to understand, Wir finden einige Gründe, die uns helfen können, das zu verstehen. but they will not clarify the question completely. Aber sie werden nicht die Frage komplett lösen. So there is an element where we as well have to trust God that He knows what He's doing. Da gibt es ein Element, wo wir auch jetzt noch Gott vertrauen müssen, dass er weiß, was er tut. Okay, so we have a lot of conquered kings, Also wir haben viele besiegte Könige and basically Israel is preparing everything to rebuild a complete new society. und Israel bereitet alles vor, um eine ganz neue Gesellschaft aufzubauen. Now, how far have you read in the Old Testament? You are in Ruth? Wie weit seid ihr jetzt im Alten Testament? Genesis, Okay, not Samuel and so comes soon. Samuel nicht. Okay. Okay, yeah, so I will summarize. So if we look at what happens in Samuel, Wenn wir uns Samuel dann anschauen, which is a good, probably 400 years later, das sind gute 400 Jahre später, they want a king. die wollen einen König. Okay, what do they have now Was haben sie denn jetzt with Joshua? mit Josua? They have a leader, yeah. Ein Leiter? What kind? Welche Art? It's kind of like a king actually, like a ruler. Er ist Ja. wie ein König, ein Herrscher. He makes decision or like hear from God. He sends spies, look at the land, he Er starts trifft spies. Entscheidungen, schickt Spione, hört von Gott. So who's their leader? Wer ist ihr Leiter? Joshua. Josua. Sometimes I ask stupid questions, you know. Manchmal stelle ich blöde Fragen, oder? God. Gott. Joshua functions as a mediator between God and the people. Josua fungiert als Mittler zwischen Gott und dem Volk. When they enter the land, Joshua says, it's the land that God is giving you. Als sie in das Land kommen, sagt Josua, es ist das Land, was Gott euch gibt. He's not saying me, Er sagt nicht, ich gebe euch jetzt das and I give Land. it to you. He's not standing in the way. Also er steht nicht im Weg und sagt, ich gebe euch jetzt He das doesn't Land. even say us, he says, it's for you. Er sagt nicht mal uns, So er he sagt knows his function. für euch. Er erkennt seine It is to Funktion. lead the people into what God has prepared for them. Es ist das Volk an den Ort zu führen, den Gott für sie vorbereitet hat. And he also knows if he blows it, he may end up like Moses and not entering the
promise. Und er weiß auch, wenn er es verhaut, dann geht es ihm möglicherweise wie Mose und er kommt selber gar nicht ins verheißene So Land. Moses didn't get it. Mose hat es nicht erreicht. He was their leader and the big one. Er war ihr Leiter, er war der Große. So Joshua is a leader under God. Josua ist ein Leiter unter Gott. And he has a whole group of tribal leaders aside to him.